Moin Marvin, du bist ja schon wieder hier Immer noch. und du hast was mitgebracht. Was ist das? Das möchte ich dir jetzt noch nicht so verraten, aber Nico, du wirst es lieben. Ich möchte dich davon überzeugen, dass Autopflege in diesem kleinen Topf unfassbar viel Spaß machen kann, dass es unfassbar gut riecht. Okay. Aber was es genau ist, erfährst du hier in diesem Video. Ich bin gespannt. Ich biete dir mal eine Nase. Okay. Ich habe hier feinstes Wachs vom lieben Robert. Den kennst du, glaube ich, auch ganz gut. Zufällig, ganz gut, ja. Der Robert hat sich mal einen Wachs machen lassen in England. Das ist jetzt hier ein Schauwachs. Das heißt, wir legen jetzt hier keinen Wert auf, ist also total lange hell. Das interessiert uns alles gar nicht. Wir möchten jetzt einfach nur genießen. Okay. Das Auftragen, der Geruch, der Look danach. Nico, das Schöne beim Wachs ist, wir müssen jetzt nicht hier ganz akribisch die Oberfläche vorbereiten. Ja. Also natürlich können wir polieren, wir müssen auch polieren, wenn wir es am Kundenauto machen. Aber um die jetzt mal hier so wieder, ich kann nicht aufhören, den Spaß an der Autopflege wieder so ein bisschen näher zu bringen. Machen wir es einfach hier auf den frisch gewaschenen Lack drauf und du wirst erstaunt sein, wie einfach es geht, wie schön es ist. Ja. Na, ich bin gespannt. Also normalerweise renne ich ja weg, wenn ihr mal eine Wachsdose öffnet. Aber wenn du sagst, wir waschen einfach ein Auto und machen dann Wachs drauf und es bringt was, lass mich überraschen. Natürlich, wir sind uns einig, Wachs ist jetzt nichts für einen Alterswagen, der, keine Ahnung, 50.000 Kilometer im Jahr bewegt wird. Das ist was für absolute Liebhaber. Okay. Ja, also die jetzt wirklich Wert darauf legen, dass der Look schön ist, dass es schön riecht beim Auftragen, dass man auch sich Zeit lassen kann beim Auftrag. Und ja, genau das ist so die Essenz dann davon. Das ist der Plan. Okay. Gut, Marvin, aber bevor wir jetzt anfangen, egal Wachs, Polymer, Keramik, polieren, was wir auch immer machen, der erste Schritt ist immer das Waschen und ich würde sagen, damit starten wir jetzt. Marvin, waschen ist er jetzt. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ja, jetzt kommt die Kür. Also die Vorbereitung ist hier beim Wachs tatsächlich ein bisschen anders als jetzt bei einer Keramik. Wir können entfetten. Wenn wir poliert haben, entfetten wir, um das Ergebnis zu kontrollieren. Fürs Wachs müssen wir nicht zwangsläufig entfetten, wenn es so ein Kanauberwachs ist. Weil am Ende des Tages ist Wachs nur eine Fettschicht, die auf dem Lack drauf liegt. Ja. Deswegen, wir haben den jetzt frisch gewaschen, ordentlich abgetrocknet. Und ja, danach können wir jetzt eigentlich sofort das Wachs auftragen. Let's go. Handschuhe? Keine Handschuhe? Brauchen wir gar nicht. Ist jetzt in dem speziellen Fall hier nicht nötig. Ja. Wir haben ein Naturprodukt. Ja. Es gibt da sogar Wachse, die man essen kann. Wusstest du das? Nee. Ja, die bitte nicht nachmachen. Da gab es eine Top Gear-Folge. Okay. Da haben die Wachse von Zymöl gegessen. Aber Achtung, da ist nicht alles, was ich Wachs nenne, ist ein Wachs, was man ohne Handschuhe tragen würde. Einfach mal umdrehen, Sicherheitshinweise beachten. Und wenn da ein Ausrufezeichen oder sogar ein Totenkopf drauf ist, Totenkopf nicht, aber so ein Lungensymbol, bitte Handschuhe anziehen. Beste Beispiel: Polymerwachse, die jetzt ja keine Kanauberwachse sind, sondern ja schon ein bisschen längere Standzeit haben und sowas. Die riechen dann auch meist lösemittellastig. Ne? Neowax Nummer 2, Soft 99, Fuso-Coat und so. Niemals ohne Handschuh verarbeiten, immer mit Handschuh entsprechende Schutzausrüstung. Ja, aber hier jetzt in dem Fall, wie gesagt, ein reines Kanauberwachs. Die Menge ist auch mal wichtig beim Auftragen. Weniger ist mehr. Man braucht für so ein Auto, würde ich jetzt schätzen, 4 bis 5 Gramm. Okay. Das heißt, es reicht schon, wenn ich hier so einfach reindippe. Aha. Na, also ich sättige mir das Pad hier erstmal ein bisschen. Schön auch rundherum, dass ich eine schöne Fläche habe. Wachskenner würden sogar sagen, das ist schon zu viel. Ja, und dann wird es einfach appliziert. Ne? Massiert sozusagen. Es wird einmassiert. Ja, an manchen Stellen läuft das Pad jetzt so ein bisschen trocken, deswegen einfach da ein bisschen nachnehmen. War doch nicht zu viel. Nee, weil also punktuell war es zu viel, in Summe dann nicht. Dann nicht. Und ich merke jetzt schon, wie schön es ist. Ehrlich. Ja, also muss ich ja zugeben, der Geruch, das ist cool, wenn man sowas macht. Und es erinnert mich halt an früher. Ne? Da haben wir viele Wachse gehabt. Und beim Auftragen hat es danach, was auch immer gerochen, wonach das Wachs gerochen hat. Und es war einfach schon ein Feeling. Ne? Und also du gehst jetzt wirklich lange oder mehrfach drüber. Jetzt nicht nur einmal drauf, sondern so ein bisschen. Die Theorie ist, dass man das dann so ein bisschen flüssiger macht, also schon ein bisschen durch Wärme, so ein bisschen geschmeidiger macht. Weil gibt auch Nachteile von Wachsen. Manche Wachse neigen so zum Nachschwitzen und das kann man dann so ein bisschen vorbeugen, indem man wirklich wenig Material nimmt und es wirklich dann länger einarbeitet. Okay. Also dauert aber auch eine Weile, so ein Auto zu wachsen. Das ist jetzt nichts, was ich mache, um Zeit zu sparen. Das muss es. Okay. Das muss lange dauern. Man will eins werden mit dem Lack, mit dem Fahrzeuglack. So, Nico, ich würde sagen,
Wenn du möchtest, darfst du gerne den Rest machen. Das ganze Auto. Nämlich so einer der Vorteile von Wachs, jetzt speziell bei dem Wachs, wir können es wirklich lange drauf lassen auf der Oberfläche. Ja. Selbst nach einem Tag können wir es noch schön abpolieren. Und ja, ich würde sagen, wir machen aber erstmal die ganze Motorhaube fertig und melden uns dann nochmal. Frage vorher. Was ist denn für dich jetzt hier das Kunden- oder Anwenderprofil für so ein Wachs? Wer kriegt sowas bei dir? Der Liebhaber. So ganz klassisch, ne? Ich umschreibe das mal vielleicht. Porsche 911, vielleicht sogar 964 in Sternrubin. Wird nicht viel gefahren, vielleicht sogar nie im Regen. Der kriegt einen Wachs. Okay. Der muss einen Wachs haben. Jeder Kunde, der zu mir kommt mit so einem entsprechendes Auto, den wirklich überzeuge ich aus tiefstem Inneren heraus, einen Wachs zu nehmen. Ne? Ja, der Nachteil von den kleinen Töpfen natürlich ist, man kommt jetzt mit dem Schaumstoffapplikator nicht so flächig rein. Ne? Hätte der Robert mir jetzt einen großen Pott geschenkt, hätten wir den Schaumstoffapplikator schön einmal reinlegen können. Bisschen andrehen, ne? Dass wir so ein bisschen Wachs aufsaugen. Ich finde ja cool, dass du das extra jetzt für mich mitgebracht hast hier dein. Ja, das hat eine lange Reise hinter sich. Ja. Von Euskirchen nach Dorsten nach Berlin. So, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas oder eigentlich nicht Gas, wir entschleunigen das ab. Wir machen es zu zweit, damit wir auch fertig werden, weil Mittagessen steht auch an und wir wollen euch ja noch das Ergebnis zeigen. Ja, und mein Zug fährt halt pünktlich. Ne? So. Also hoffentlich fährt er Zug pünktlich. sagt man hier. Der Zug. Bis gleich. Bis gleich. Hör mal, bist du mal fertig? Hab Hunger. Wollen wir jetzt gleich abpolieren und dann Mittag machen? Nee, oder? nein. Moment, jetzt kommt ja das Schöne. Okay. Wir lassen das Wachs einfach drauf. Wie? So, einfach jetzt so lassen. Ja, wir lassen es wirklich stehen. Okay. Und das ist das Schöne am Wachs. Wir müssen uns jetzt keinen Stress machen, sondern wir können jetzt erstmal das Leben genießen. Wie lange dürfen wir das jetzt genießen? So lange, wie wir wollen. Echt, ja? Spielt keine Rolle. Ja, am Tag würde ich jetzt Ja, nicht okay. drauf lassen, aber Eine Stunde ist kein Problem. wir können jetzt erstmal auf jeden Fall eine Stunde das Leben genießen. So, satt. Wollen wir? Nico, endlich. Dann. Ich würde sagen, Pause beendet. Wir können jetzt das Wachs abnehmen. Jetzt geht's. Ups. Weiter. So, Nico, wir sind jetzt fertig und ich habe jetzt für dich hier Code Blue und Red, nicht Code Brown wie bei dir. Wir können jetzt das Wachs abnehmen. Cool. Also ne, stand jetzt ungefähr eine Stunde, dreiviertel Stunde. Und was ich gerne mache zum Vorwischen, kurzfloriges, zum Nachwischen, bisschen länger florig, bisschen dichter das Tuch. Das Feeling oder hat es uns weg? Ja, das kurzflorige nimmt natürlich schon ein bisschen mehr Material runter und das langflorige Tuch gibt dir dann schön so durch die langen Fasern so dieses geschmeidige, schöne, weiche Gefühl in der Merkst du das Feuer und Flamme für dieses Thema? Und jetzt können wir einfach das Wachs mal runternehmen. Nico, guck, ist jetzt schon... Ach, Mensch, hat der Robert aber was Schickes gezaubert. Gut, dass du vorher auf Toilette warst. Zaubern lassen. Wirklich, diesen Moment, Nico, den möchte ich dir nicht nehmen. Bitte schön. Ich hau mal rein. Das ist der Wahnsinn, ne? Ja. Wie einfach das runtergeht. Das ist einfach, Wie ja. schön. Ohne Stress, Das ist ohne... Dann lass mich doch mal nachwischen. Nee, das möchte ich, weil ich möchte es auch fühlen. Der hat gleich eine nasse Hose. Ich fühl's. Wirklich, ich fühl's. Oh, herrlich, bitteschön. Ja, Marvin, also ich kann nachvollziehen, was du empfindest. Freut mich. Ich werde es vielleicht noch das eine oder andere mal wirklich für mich ausprobieren, ob ich doch noch warm werde mit dem Wachs. Doch. Ich habe jetzt verstanden, dass wir keinen objektiven Einsatzzweck abbilden wollen, sondern dass es einfach Spaß machen soll. Absolut. Und dann auch Spaß macht, sich einmal über das Ergebnis zu freuen, weil ja klar, die Oberfläche ist wahnsinnig glatt. Also das ist wirklich es ist Wahnsinn. unvergleichbar glatt. Das Ja. kann man schon sagen. Also Ja. es gibt jetzt kein Sprühprodukt oder Versiegelung, die jetzt wirklich so glatt ist. Das macht schon Spaß. Danke, dass du mich eingeführt hast in die Sehr Welt gerne. des Wachsens. Sehr gerne. Warte ab, wo ich dich noch überall einführen werde. Gut, aber dann bei OnlyFans, nicht hier bei YouPorn oder YouTube.
Danke, dass du da warst. Deine Blume darfst du gern behalten. Die bleibt darf drin. dich immer an mich erinnern an unsere schöne gemeinsame Wachserfahrung hier. Gerne. Komm gut nach Hause. Viel Spaß. Danke. Nico, ich danke dir für die Zusammenarbeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Rechnung folgt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und seien auf jeden Fall auch Glossboss. Falls irgendjemand unwahrscheinlicherweise das noch nicht weiß, drückt bei uns beiden die Glocke. Das klingt noch komisch. Drückt bei uns die Glocken, um keinen Lupen zu verpassen. Um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.